Muslim clothing traditionally has been defined by flowingness, type robe type of clothing. It's graceful, it's dignified. Und die Art und Weise, wie muslimische Kleidung entwickelt wurde, wie sie oder das, was als Grundlage dieser Kleidung dient, ist, dass sie weit ist, dass sie locker ist, dass sie edel ist. But that doesn't mean other cultures don't also have dignity and have grace and have, satr al-awra, covering of our nakedness, just as we do. Aber das heißt nicht, dass eine andere Art der Kleidung diese Eigenschaft, die wir genannt haben, nicht haben. The Prophet ﷺ, he himself would wear clothing from other cultures. In the Shama'il, it talks about how he would wear an Azerbaijani type of robe that had tighter sleeves than what he was accustomed to. It was given as a gift, but nonetheless he would wear it. Und es wird auch überliefert, dass der Prophet Muhammad ﷺ nicht nur die bekannte Kleidung anhatte, die unter den Menschen als der Standard bekannt war, Anzug, sondern er zog sich auch anders oder anderen Kulturen entsprechend auch an. So if in a particular culture that we have now, and it's hard to say German culture versus French culture versus Spanish versus Portuguese, because nowadays there's sort of a uniculture that defines how everybody dresses. So you find people dressing the same way whether they're in Malaysia or America or in Europe. Und die Definition von Kleidung, also es gibt heute nicht mehr die Definition, das ist die deutsche Art, sich zu kleiden, das ist die französische und das ist die, sondern was es heute gibt, ist sozusagen eine Uniformität der Kleidung. So haben wir die Kleidung, so wie sie in Asien getragen wird, wie sie in Europa oder wie sie in Amerika getragen wird. But the important thing is, seek the dignified amongst what's available that people are accustomed to. Das, was wir tun müssen, ist, das herauszunehmen, was sich mit unserer Definition von Kleidung, was passt. And at the same time, you're observing what Islamic dress is. And what I mean by Islamic dress means that your aura is covered and the clothes that you wear do not define what's underneath your clothing. Und islamische Kleidung oder die Definition von islamischer Kleidung bedeutet, dass du deine Aura, also das, was du zu bedecken hast, auch bedeckst. And at the same time, this is just an example. It would allow you to become more of a participant in the society around you, and your clothing necessarily is not a barrier between you and the society that you're living in. Und deine Kleidung sollte keine Barriere darstellen, keine Grenze darstellen zwischen dir und der Gesellschaft, in der du lebst, sondern genau das Gegenteil sollte der Fall sein. In other words, to dress like this all the time is not necessarily more Islamic than to dress in normal street clothing that people are accustomed to. Und sich so zu kleiden, wie Shaykh Walead sich kleidet oder wie viele von euch, ist nicht unbedingt islamischer, als sich auch in Jeans und in Hemd zu kleiden. Well, not jeans necessarily, but something. No skinny jeans. Yeah. This is the Islamic jeans. Islamic.